Hallo und herzlich willkommen zu den IT-Trends, dem Format, das ihr mehr liebt als ich die neuen AMD-CPUs. Und wir fangen an mit ein paar Hacking-News. Am Ende kommt natürlich der Hack der Woche, doch davor zwei nicht so ganz spektakuläre Hacks, vor denen ihr euch trotzdem in Acht nehmen solltet. Und zwar der erste ist bei Google Drive. Seit neuestem ist es Modeerscheinung geworden, über Google Drive eine Einladung zu verschicken, die auf ein Dokument verweist, auf dem dann quasi Phishing ist. Das heißt, die Phishing-Mails werden ja alle geblockt, aber Google hat natürlich seine eigenen Kontaktmöglichkeiten, sprich ihr kriegt eine Drop-Benachrichtigung von der Google Drive App und ihr bekommt natürlich eine E-Mail dafür und ja, wenn ihr da draufklickt, dann habt ihr natürlich direkt Phishing, obwohl Phishing eigentlich geblockt werden sollte von Gmail. Schwierige Sache, ich weiß nicht genau, wie Google das fixen möchte, aber naja, ich meine, da drauf reinzufliegen, ist jetzt schon mehr oder weniger eine Kunst. Der zweite Hack betrifft Ubisoft. Um genau zu sein, wurde der Quellcode von Watch Dogs Legion im Internet veröffentlicht. Mehr als 560 GB an Daten, da gehören natürlich auch die Bilder und Modelle und Artworks und so weiter und so fort da rein, sollen im Internet veröffentlicht worden sein. Das Ganze kam aus einer Erpressung. Das heißt, Ubisoft wurde eigentlich von den Hackern erpresst und sollte eine gewisse Lösegeldsumme bezahlen, damit der Quellcode nicht veröffentlicht wird. Und jetzt, da Watch Dogs Legion aber ohnehin draußen ist, haben sie sich gedacht, wir glauben dem jetzt einfach mal nicht. Ich meine, es kann ja jeder so ein bisschen behaupten, dass er den Quellcode von Watch Dogs Legion hat. Und am Ende wurde der Quellcode tatsächlich veröffentlicht. Allerdings bitte ich euch nicht weiter danach zu suchen, denn 560 GB können genauso gut einfach nur so getarnt sein, als wäre es ein Watch Dogs Legion Quellcode. Und in Wahrheit ist es halt irgendwas Bösartiges, was euren PC infiziert. Also nicht danach suchen. Ubisoft selbst hat das Ganze unter die Lupe genommen und naja, hat sich nicht wirklich eindeutig darüber geäußert, ob es wirklich der Quellcode ist. Zudem ist er relativ schwer zu finden. Und ich zitiere, uns sind die Behauptungen der Gruppe bekannt und wir führen entsprechende Untersuchungen durch. Wir werden Sie über neue Erkenntnisse informieren, sofern möglich. Das heißt, es muss nicht unbedingt sein, dass das wirklich Watch Dogs Legion war, sondern kann irgendwas gewesen sein. Der Hack der Woche betrifft allerdings eine Webseite, die nicht ganz so bekannt ist, und zwar Grow Diaries. Auf Grow Diaries werden Einträge veröffentlicht wie eine Art Tagebuch über Leute, die Cannabis anbauen. Und wie ihr wisst, ist Cannabis in sehr vielen Ländern, darunter auch Deutschland, immer noch illegal. Und naja, der Hack hat jetzt 1,4 Millionen Nutzerdaten veröffentlicht, die jetzt, naja, öffentlich zugänglich sind für quasi jeden, der ein bisschen Geld bezahlt. Darunter E-Mail-Adressen, Passwörter und ganz besonders schlimm in diesem Fall IP-Adressen. Die Passwörter sind quasi im Klartext, sie wurden mit MD5 gehasht und ja, ihr sagt immer zu mir, Mensch, warum erwähnst du das dauernd? Heutzutage gibt es keine Webseite mehr, die noch MD5 benutzt. Hier haben wir ein Gegenbeispiel, MD5 ist immer noch absolut omnipräsent und die IP-Adressen, naja, die sind in den seltensten Fällen verschleiert gewesen. Das heißt, man hat nun ein Tagebuch, ein Anbautagebuch von illegalen Substanzen in Kombination mit E-Mail-Adresse, Passwort und IP-Adresse, die natürlich auch Rückschluss auf den Ort, wo derjenige ist, zulässt. Das bedeutet, man könnte jetzt nun die Leute verfolgen und ganz besonders in Malaysia ist es ziemlich schwerwiegend, weil in Malaysia steht die Todesstrafe auf Drogen, wie zum Beispiel auch Cannabis. Dort werden jetzt die User verfolgt und eventuell dann sogar hingerichtet. Speziell in Deutschland ist es allerdings auch immer noch illegal. Eure Meinung dazu, ob es längst mal überfällig wäre, das zu legalisieren, gerne mal in die Kommentare. Und naja, jetzt stellt sich natürlich für die Behörden die Frage, sollte man diese eigentlich illegalen Daten, die ja aus einem Hack zustande gekommen sind, sollte man die benutzen, um andere Straftaten, wie zum Beispiel das Anbauen von Marihuana, zu verfolgen oder eher nicht? Das ist eigentlich eine ähnliche Frage wie damals mit den ganzen Steuerpapieren. Schreibt mir dazu mal eure Meinung in die Kommentare und ja, lasst mich wissen, was ihr dazu denkt. Den Lacher der Woche finden wir diese Woche bei einem Fußballspiel, wo es eine Kamera gab, die mit einer KI gesteuert wurde. Diese KI sollte natürlich den Ball tracken, also das heißt die ganze Zeit den Ball verfolgen und immer anzeigen, wo er sich gerade befindet, sodass man natürlich immer genau im Geschehen drin ist. Allerdings hat diese KI den Fußball mit dem Glatzkopf des Schiedsrichters verwechselt und dort die ganze Zeit den Glatzkopf des Schiedsrichters verfolgt. Das ist natürlich ein Fail, der einfach sehr, sehr witzig ist, deswegen hier auch den Lacher der Woche. Der Fail der Woche ist noch ein bisschen was anderes, kommen wir nachher drauf. Aber ja, natürlich hier ist wichtig, dass die KI auch irgendwie trainiert wird mit den richtigen Daten und das ist alles, was es bei KI eigentlich gibt. Aber wenn die Daten halt leider nicht ausreichend genug sind, um zum Beispiel einen Fußball gegen einen Schiedsrichter Glatzkopf zu erkennen, sollte man hier vielleicht noch mal ein bisschen mehr Daten einfüttern, die auch wirklich sich speziell auf dieses KI-Problem mit dem Glatzkopf irgendwie konzentrieren. Das heißt, mehrere Bilder mit Glatzköpfen, die dann eben in Kontrast stehen zu einem Fußball.
Nur hier mein Tipp an die Leute, die das vielleicht entwickeln. Der Win der Woche geht diese Woche definitiv an AMD, die mit ihren neuen Zen 3 Prozessoren Intel sowas von den Arsch aufreisen, dass es nicht mehr normal ist. Wenn wir uns mal den stärksten Core-Prozessor von Intel angucken, also der quasi für Consumer da ist, dann ist das der i9 10980XE. Und von AMD ist es der Ryzen 559X. Und wenn wir die beiden miteinander vergleichen, die kosten auch ungefähr gleich viel, dann hat der AMD-Prozessor in Spielen ca. 10 bis 20% mehr Leistung, also wirklich mehr Frames pro Sekunde. Und das, obwohl Spiele eigentlich auf die Grafikkarte Rücksicht nehmen und nicht mal unbedingt auf den Prozessor. Dazu kommt noch, wenn wir jetzt wirklich eine Anwendung uns angucken, die enorm stark auf Multikern optimiert ist, wie zum Beispiel der Passmark, dann sind wir hier bei 134% der Leistung, die der Core hat. Also 134% von dem, was eigentlich Intels stärkste Consumer-Einheit bietet. Und selbst wenn wir in den nicht mehr Consumer-Markt gucken und uns den Xeon Gold vornehmen, also der stärkste Intel-Prozessor überhaupt auf dem Markt, der übrigens 3000 € kostet, selbst dann ist der AMD Ryzen 559X stärker im Passmark als dieser Xeon Gold und das ist einfach insane. Natürlich gibt es über dem neuen Ryzen noch die Threadripper und die Epics, das ist was ganz anderes, die sind aber auch nicht für den Consumer-Markt, aber für 800 € ist das ein unglaubliches Monster, wenn man bedenkt, dass er stärker ist als Intels 3000 € Einheit. Das ist einfach der Wahnsinn. Jetzt natürlich die Frage, für wen macht das jetzt eigentlich einen Unterschied? Also braucht man jetzt einen neuen Prozessor oder vielleicht gar nicht so sehr? Und hier muss man natürlich sagen, für Gamer lohnt sich das nur bedingt. Gamer sind eigentlich immer eher auf die Hardware, auf die Grafikkarte angewiesen, als jetzt unbedingt auf die CPU. Natürlich kann es ein paar Frames mehr Unterschied machen und wenn ihr jetzt den Unterschied zwischen 120 und 130 FPS von mir aus sehen könnt, dann ist das natürlich was ihr eventuell mal in Betracht ziehen solltet, aber in den meisten Fällen wird es für Gamer jetzt keinen so großen Unterschied machen. Spieleentwickler oder Leute, die Videoschnitt betreiben hingegen, das ist einfach unglaublich. Ich habe mir jetzt die neue CPU gekauft, weil ich endlich mal wieder meine Videos flüssig editieren möchte und naja auch sehen möchte, was ich euch da am Ende liefere und das wird auf der CPU gerechnet. Ja? Das heißt, es ist für mich mega wichtig, hier auch mehr Leistung zu haben, weswegen ich mir auch das Flaggschiff von AMD Ryzen jetzt geholt habe. Deswegen, ganz ehrlich, wenn ich mehr Leistung haben kann, wie zum Beispiel bei dem Core, dann kaufe ich mir natürlich den Ryzen, ja? Das ist klar. Und damit liegt AMD jetzt stark in Führung und das seit langer Zeit das erste Mal so richtig. Aber der Win der Woche wird natürlich wieder mal von dem Fail der Woche begleitet und der geht diese Woche definitiv an die CSU, die einfach eine Webseite hat, die aus security-technischer Sicht eine absolute Katastrophe ist. Jemand hat hier in einem unabhängigen Pentest diese Webseite getestet, also es war kein Hack oder sowas, sondern es war tatsächlich ein Test von jemandem, der dafür bezahlt wurde, dass er das mal untersucht und man hat alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Es gab Cross-Site-Scripting, es gab SQL-Injection. Die Passwörter, die die CSU gespeichert hat, wurden immerhin gehasht, aber nur mit MD5. Das heißt, die Passwörter sind quasi auch nicht gehasht gewesen, weil MD5 ist so schnell, das kann jeder brechen. Und man konnte zusätzlich noch beliebige Dateien via File-Inclusion-Schwachstelle einfach so quasi runterladen. Das heißt, alles ging kaputt. Man konnte Zugriff auf die Zugangsdaten der Abgeordneten haben. Man hatte Zugriff auf die Newsletter-Systeme, wo natürlich auch die Fans von der CSU benachrichtigt wurden über eventuelle Neuigkeiten. Und übrigens waren das über 400 Abgeordnete, auf deren Daten man hier Zugriff haben konnte. Teilweise waren auch die FTP-Zugänge öffentlich am Ende und naja, das ist schon alles wirklich sehr, sehr schlimm. Im Endeffekt hat man alles mit dem Server machen können, was man wollte. Im Endeffekt, ja, war es eine absolute Katastrophe, wie schon gesagt. Eigentlich ist das Ganze auch illegal, weil die CSU ist auch rechtlich dazu verpflichtet, sensible Daten zu schützen, gemäß der DSGVO. Und eigentlich müssten sie jetzt hier, so wie die AOK vor ein paar Monaten, eine fette Strafe zahlen, weil natürlich auch sensible Daten hier veröffentlicht wurden. Mal sehen, was da so passiert, aber behaltet das definitiv mal im Hintergrund, denn jetzt geht es gleich weiter mit den Politik-News der Woche und diese Woche habe ich gleich mehrere für euch, das hängt fast alles miteinander zusammen, am Ende haben wir noch ein anderes schreckliches Thema, aber lasst uns anfangen mit dem ersten Teil. Und zwar, naja, auf dem Reisepass ist es schon länger Pflicht, allerdings kommt es jetzt auch für den Ausweis, für den normalen Personalausweis. Dort möchte man nämlich jetzt die Fingerabdruckspflicht einführen. Das ist alles schön und gut, weil im Reisepass hat man die ja so oder so, aber eigentlich ist es nicht ganz so
naja, nett, den Bund in Besitz der Daten zu bringen, mit denen ich mich zum Beispiel auf meinem Handy einlogge. Weil ich meine, man hat ja normalerweise hier zum Beispiel häufiger mal einen Fingerabdruckscanner. Und wenn ich da jetzt meinen Fingerabdruck zum Beispiel in meinem Ausweis drin habe, dann könnte sich jeder, der darauf Zugriff hat, eigentlich auch bei meinem Handy einloggen. Nicht nett und definitiv eigentlich nichts, was ich haben möchte. Deswegen, ja, es gibt die Möglichkeit, sich noch einen neuen Ausweis zu beschaffen bis Ende des Sommers, beziehungsweise bis Anfang des kommenden Sommers jetzt, um genau zu sein. Und naja, man kann das zum Beispiel so aussehen lassen, hey, mein Ausweis ist abgelaufen oder ich brauche einfach so dringend einen neuen, weil ich meinen Upsala in den Gully geschmissen habe oder sowas. Ich habe tatsächlich hier Glück gehabt, ich brauche sowieso dringend einen neuen Perso, dazu aber irgendwann anders mal was. Aber ja. Wenn wir das jetzt allerdings in Kombination sehen mit dem nächsten News-Thema, das ich für euch habe, aus den Politik-News, dann wird das Ganze noch vielleicht ein bisschen erschreckender. Und zwar soll für den Personalausweis, da gibt es ja diese E-ID-Funktion, dass man quasi die elektronischen Funktionen des Ausweises nutzen kann. Dazu gibt es ein separates Lesegerät. Zumindest bislang. Das heißt, man konnte dann irgendwie dieses Gerät anstecken per USB an den PC und dann konnte man da seinen Ausweis dran halten. Der hatte dann NFC-Funktion natürlich und damit konnte man zum Beispiel BAföG beantragen und so weiter und so fort. Diese Funktion soll jetzt per App auf das Smartphone kommen und naja, im Zuge der Digitalisierung eigentlich mal ganz nett, möchte man so sagen. Denn ja, dann kann man zum Beispiel auch, wie gesagt, BAföG, Kfz-Zulassung und mehr noch online beantragen lassen und auch soll man, also man möchte direkt mit der Wirtschaft zusammenarbeiten. Sowas wie zum Beispiel SIM-Karten, da ist ja eigentlich auch eine Identitätspflicht in Deutschland. Das heißt, wenn ich mir eine neue SIM-Karte kaufe, dann muss ich da meinen Ausweis vorlegen bzw. mich via Postident verifizieren lassen. Das soll dann alles mit dem E-Personalausweis-Funktion gemacht werden. Allerdings, und das ist so ein bisschen das, wo ich Schluck aufkriege, jemand hackt dieses System mal angenommen, ja, dann, also nehmen wir jetzt einfach mal an, wir haben da so eine schöne Sicherheit drin, wie bei Söders CSU-Webseite, ja, dann ist ein Hack von dieser App definitiv kein Problem mehr und dann können die Daten einfach ausgelesen werden, dann kann halt leider jeder auch genau das in unserem Namen machen. Das heißt, man braucht nicht mehr unbedingt den Ausweis, sondern kann zum Beispiel einfach ein Konto öffnen, eine SIM-Karte bestellen, ein Konto überziehen. Ist eine kritische Sache und ich traue unserer Regierung, was IT-Security angeht, leider aktuell nicht mehr wirklich was zu. Speziell nach dieser wunderbaren Analyse der CSU-Webseite, wo man wirklich alles falsch gemacht hat. Deswegen ist es nicht unbedingt die beste Idee, jetzt sich auf das zu konzentrieren. Vielleicht sollte man eher mal bestehende Security-Sachen analysieren und da vielleicht mal ein bisschen was verbessern. Aber trotzdem soll es noch mehr geben. Es soll nicht nur der Personalausweis auf euer Smartphone kommen, sondern es soll zusätzlich noch der Führerschein auf euer Smartphone kommen. Das heißt, es gibt keine vergessenen Führerscheine mehr in der Polizeikontrolle. Es reicht der Führerschein und da steht dann drin, hey, ich habe hier Führerschein Klasse XY, ich darf dieses Auto auch wirklich fahren. Warum man jetzt die Karte nicht mehr mitnehmen muss, beziehungsweise warum das so schlimm ist, ist natürlich die Frage. Ist natürlich erstmal gut, wie gesagt, Digitalisierung, aber wie gesagt, es ist auch ein bisschen schwierig, wenn man jetzt die ganze Security-Sache sich anguckt. Und wenn man es genau nimmt, dann macht man sich da abhängig von anderen Leuten, also von anderen Herstellern. Zum Beispiel muss dann jedes Handy wirklich unterstützt werden. Das heißt, wenn ich jetzt mein Smartphone irgendwie 4 Jahre oder sowas besitze, dann muss ich natürlich dann auch irgendwie ein neues Smartphone bekommen. Sonst dürfte ich ja diese E-ID-Funktion nicht mehr verwenden, weil sie ja unsicher ist, weil mein Smartphone unsicher ist. Das heißt, man verlässt sich so ein bisschen auf die Handyhersteller, dass die sagen, hey, wir kriegen jetzt dauerhaft noch Security-Updates für euer Smartphone und da sich darauf zu verlassen, ist vielleicht nicht die beste Idee. Außerdem gibt es natürlich immer mal wieder bösartige Apps im App Store und die können auch Handys infizieren und ist alles nicht so die beste Situation, in der man sich da befinden würde, wenn man diese App hat. Deswegen meine Empfehlung hier, vielleicht nicht. Also es hat schon Sinn, warum Banken wirklich einen TAN-Generator haben und das Ganze nicht über das Smartphone ausschließlich machen. Ich weiß, das gibt es auch, aber davon rate ich auch ab. So, und dann schauen wir uns jetzt nochmal ganz kurz an, wie es eigentlich mit dem Urheberrecht aussieht. Also mit dieser Urheberrechtsreform da, die schon vor einer Weile beschlossen wurde. Damals Artikel 13 genannt, dann irgendwann umbenannt in Artikel 17 und jetzt heißt er einfach nur noch Urheberrechtsreform. Da gab es nochmal eine kleine Änderung und zwar, beziehungsweise ein Aufgebären sozusagen von Herrn Altmaier, der hier jetzt plötzlich auch einfach sagt, hey, also diese kleinen Schnipsel, die sind da eigentlich nicht so legal, die wir da eigentlich einbauen wollten. Und zwar war ursprünglich gedacht, dass man von einem Text bis zu 1000 Zeichen einfach so benutzen kann, ohne dass es von einem Upload-Filter erkannt werden muss. Texte
Bilder bis 250 Kilobyte und Videos bis auch eine gewisse Länge. Das war alles vorgegeben, dass das eigentlich legal sein sollte, und damit wurden quasi Memes offiziell legalisiert, damit man so ein bisschen die Bevölkerung befriedet. Das Problem ist, genau das möchte Herr Altmaier jetzt kippen und sagt, das steht da eigentlich in dem ursprünglichen Gesetzesentwurf nicht drin. Damit würden wir uns nicht an die EU-Vorschrift halten und dementsprechend ist es eigentlich auch nicht zulässig, also möchte er das Ganze gerne kippen. Dementsprechend würden Memes dadurch wieder effektiv verboten werden, und das ist jetzt nicht unbedingt das, was wir haben wollen, würde ich mal so behaupten. Eine detaillierte Analyse findet ihr dann wahrscheinlich in naher Zukunft bei mir auf dem Hauptkanal. Ich lasse euch das aber hier auch natürlich wissen. Beenden möchte ich das Ganze allerdings natürlich mal wieder mit einem Projekt, das ihr euch gerne angucken könnt. Und zwar nennt sich das Ganze Deep Face Drawing. Und das ist einfach eine wunderbare Applikation, die eine sehr spannende KI-Technologie verwendet, und zwar kann man ganz einfach mit Stift und Papier eine relativ hässliche Skizze zeichnen und rauskommt ein KI-generiertes Foto einer Person, und das Foto sieht einfach so unglaublich realistisch aus, wahnsinnig faszinierend, und ja, lasst mich gerne wissen, wenn ihr da irgendwas Cooles daraus gebaut habt, und schreibt mir das zum Beispiel auf Twitter oder zum Beispiel auf Instagram, markiert mich dann einfach auf eurem Post und schreibt mir, wie ihr das Ganze gemacht habt. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal, bis dann, ciao.